Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Filia und wir spielen Contradiction, Spot the Liar. Und wir haben jetzt neue Informationen, nämlich, dass man einen Test machen muss, bevor man Atlas beitritt, der einen über so diverse gesundheitliche Zustände fragt. Allerdings kann man ihn auch sehr leicht einfach nur so beantworten, weil er wahrscheinlich gar nicht nachgetestet wird, also wie heißt das? Überprüft wird. Wir fragen Do you know anything about this? It's the aptitude test, isn't it, for Atlas? What do you want to know? Do you know why it was introduced? I think they had some trouble with some unsuitable students. I suppose you have to be careful who you work with. Aber es kann doch jeder beantworten. Okay, hat uns jetzt nicht so wirklich weitergebracht. Es kann doch wirklich jeder Arsch. Okay, irgendwann wird da jemand sitzen. Irgendwann. Ich schwör's euch. Da wird irgendwann jemand sitzen und dann freue ich mich. Aber, okay. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich auch noch den James fragen. Wir können auch erstmal Paul fragen. Aber der wird wahrscheinlich auch nur sagen, wir hätten Probleme mit Leuten. Can you tell me a bit about this, please? It's the Atlas aptitude test. What do you want to know? What does it test, exactly? It's a test we introduced to make sure that any students didn't have any major personality problems, skeletons in the cupboard, so to speak. We introduced it because we had a little bit of a problem with one of the students. Lisa. You are well informed. And what do you think it was that disturbed her? I believe that the course proved to be too demanding for her. We discovered that she had one or two psychological problems and she couldn't handle it. And did you change anything else on the course apart from introducing the test? We increased the entrance age to 21. Well, wasn't much, but it's about the only thing we could do. We didn't want another Lisa. We didn't want students turning around and suing us, did we? Boah, bei diesem Typen, ich habe immer das Gefühl, mir läuft's eiskalt den Rücken runter, wenn ich ihn sehe. Okay. Raise the course entrance into the age of 21. Lisa couldn't handle the course techniques. Test designed to reveal psychological issues. Okay. Ist jetzt keine Contradiction, die mir so einfällt. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch James, ne? Weil wir können ja mit der Dame jetzt nicht mehr reden. Aber vielleicht ist die irgendwo. Vielleicht müssen wir die noch finden. Few more questions, please. Was kannst du mir denn zu dem Okay, habe ich mir gedacht, scheiße. Ah, Mist. Okay. Thank you. Probably be back Damit later. haben wir jetzt alle Fragen beantwortet, aber es fehlt noch irgendetwas. Wir gucken, wir können jetzt nochmal nach Atlas gehen. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich bei Ryan die Contradiction ist. Das ist jetzt so meine Theorie. Wir gehen mal kurz. Ich will mal ganz kurz hier so mich umgucken. Nicht, dass die Lisa hier irgendwo hinten hockt und, keine Ahnung, Selbstmord begeht oder sowas. Sicher ist sicher. Aber ich glaube, hier ist niemand. Ich glaube, hier ist niemand. Da ist jemand. Nein, okay. Gut. Also, vielleicht ist sie irgendwo im Wald. Wir gehen jetzt mal auf jeglichem Umwege nach Atlas. Einfach mal, um zu gucken, ob irgendwas Neues jetzt hier draußen passiert ist. Weil das ist ja auch wichtig, es können ja nicht random, sondern es können ja Events auftauchen, wenn wir hier so rumlaufen. Wir könnten zum Beispiel nochmal hinter das Haus gehen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass da irgendwas ist. Es sei denn, die macht natürlich das Auto kaputt. Random. Guck mal, lustig. Okay. Warum heißt das eigentlich random? Na, egal. Okay, hätte ja sein können, dass sie gerade dabei ist, das Auto zu zerkratzen oder sowas. Hätte ja sein können. Okay, gehen wir mal hoch. Hinters Pub. Ich glaube zwar nicht, dass da irgendwas zu finden ist. Aber sicher ist sicher.
versuche mal einen Blick darauf zu erhaschen, ob das mit dem Kleber geklebt ist, auf dem, mit dem das der Führerschein da irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. Da haben wir ja schon alles durchsucht. Brauchen wir sonst noch irgendwo eine Taschenlampe für? Ich glaube nicht. Na. Können wir hier irgendwas machen? Haben wir einen Schlüssel oder sowas? Wir haben einen Schlüssel. Aber der hilft hier nichts, ne? Nee, das war ja dieser Autoschlüssel. Den haben wir, glaube ich, auch gar nicht mehr. Na gut. Mit denen haben wir geredet. Dann gucken wir uns jetzt hier nochmal um. Hier ist niemand. To the Jetty. Gucken, ob da jemand ist. Nö, nur noch immer die beiden Typen da und die cyclende Ente hier. Finde ich total geil. Haben die aber cool gemacht, dass sie so hinter einem Schilf hervorkommt und hinter einem Schilf verschwindet. Okay. Right into the woods. So, dann gehen wir nochmal hier zu dem Clearing. Ob da was ist? Nein, natürlich nicht. Gut. Wir können jetzt nochmal zu Atlas gehen. Allerdings bin ich echt irritiert, weil... Vielleicht nochmal in die Küche. Vielleicht ist jetzt der Putzmensch da. Dann, sonst haben wir irgendwo eine Contradiction. Oh Gott, oh Gott. Sieht nicht so aus, als wäre hier jemand. Nope. Wir könnten natürlich auch nochmal den Chief anrufen. Was mich bei dem Spiel hier ein bisschen irritiert ist, es gibt hier die Möglichkeit, Phone Calls zu machen. Da haben wir offensichtlich schon 3. Das sind dann diese Chief Clues. Es gibt aber auch noch Sheets. Was bedeutet das denn? Wie kann man denn hier cheaten? Das würde mich mal interessieren. Habe ich bisher noch nicht rausgefunden. Ich will auch gar nicht cheaten, davon mal abgesehen. Aber hier, wenn man hier drauf klickt, dann gibt's halt Tipps. Ach so, warte. Kann ich ja mal zeigen. Hier, Show Tipps. Upp. You should call the chief for an update. Okay, das hatte ich eh vorgehabt. So, aber das ist trotzdem, das zählt nicht als Cheat. Hier ist immer noch 0. Keine Ahnung, was ein Cheat ist. Gut, wenn sogar die Tipps das vorschlagen, dann mache ich das jetzt auch, weil das war mein Plan. Dass wir den Chief mal anrufen und mal gucken, was der zu sagen hat. Vielleicht geht dann auch erst die Story weiter, wer weiß. Jenks. Chief, I finally saw a bit of what goes on at Atlas. I walked in on a meeting. Very strange. There were several students sitting around a fire, taking it in turns to burn handmade woolen dolls. You're hoping I'm going to say tell me more, aren't you? I'm changing my mind. Ryan had an explanation for it, as did Simon. He claimed it was all about burning your past or something. Actually, Simon told me something interesting. He said they also use auto-hypnosis on the course. Oh, what's that? Self-hypnosis. Hypnotizing yourself. Apparently, that may have been what disturbed Lisa so much. Is it dangerous? Well, not in theory. Nobody I've spoken to seems to think so. Well, if it disturbed this Lisa so much, then it can't be all that safe, can it? I suppose it depends on your psychological state to begin with, but I'll look into it. Okay, keep it up, Jenks. Always do, Chief. Always do. You're very funny, very funny. Bye-bye. Wow. Und nu? Jetzt haben wir zwar Sachen erfahren. Okay, hier kommen wir nicht nochmal zu Lisa. Was müssen wir jetzt machen? Aber man könnte das benutzen. Aber gut, man könnte auch das benutzen. Ich meine, keine Ahnung. Okay, was sollen wir denn jetzt machen? Können wir den nochmal anrufen? Einfach nur, um sicher zu gehen. Das war jetzt überhaupt kein Tipp. Außer, dass wir da irgendwie... Ist das ein Freizeichen? Nee, ne? Na, schade. Okay. Ja. Gut. Der Tipp war jetzt irgendwie nicht so...
There must be a contradiction somewhere. Danke. Wo könnte denn eine Contradiction sein? Ich überlege gerade. Was haben wir denn erfahren? Das ist dieser Aptitude-Test. Okay. Meine erste Theorie ist natürlich, dass noch eine Contradiction hier oben ist. Bei Ryan. Der ist einfach sehr kontradiktiös. Das ist ein schönes Wort. Das benutze ich jetzt öfter. Kontradiktiös. Aber ich weiß halt nicht, ob der auch derjenige ist. Ich meine, also wer komisch sich verhalten hat, war ja auch seine Frau, Rebecca. Was haben wir denn Neues? So. Alice do some disturbing techniques. Incident prompted them to introduce an aptitude test. Of at least a private psychological treatment. Das klingt aber auch private psychological treatment. Okay. Aber was könnte denn eine Contradiction sein? Okay, da ist also nichts Neues. Kate's Argument, bla bla bla, da haben wir auch nichts. Auch nichts. So, was haben wir denn hier? Doesn't believe in anything supernatural. Used to have a black mirror himself. Okay, da bringt uns gar nichts. Doesn't know how the finger symbol could be used. Ich weiß nicht genau, ob das eine Contradiction ist. Nee. Passt ja gar nicht hier. Doesn't know anything about... Vielleicht doch? Nee. Okay, war doof. Wo waren wir stehen geblieben? Nee, warte. Hä? Na, wo war das? Ach, das da. Okay. Ryan has a background in psychology. Ist ja jetzt im Grunde keine Contradiction zu dem hier. Nee, habe ich mir gedacht. Aber man versucht halt, die Strohhalme zu greifen, die man findet, ja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Da. Getting rid of guilt and self-doubt. Guilt? Im Sinne von Private Treatment? Naja, das ergibt jetzt nicht so wirklich Sinn, oder? Ich weiß es nicht. Wenn es das nachher ist, dann weine ich. Okay. Okay. Doesn't keep any medicine on site. Drugs? No interested in drugs. Okay. Never used ECT machines. Was war denn das nochmal? Ach, das waren diese Brainwash-Dinger, ja. Gut, das ist ja jetzt nicht unbedingt... Ja, ich weiß nicht. Okay. Carry the dolls with them for a month. Auto-hypnosis. Students aren't bribed in any way. Face out, believe it doesn't really work. Okay, das ist natürlich super. Wir haben ja über Autohypnose geredet, ne? Also der Chief und so. Vielleicht müssen wir da irgendwie weiter uns rein dingsen. Wenn er glaubt, dass es nicht wirklich wirkt. Ich weiß nicht. Ja, okay. Ergibt auch nicht wirklich Sinn. Aber, wir haben ja so viel über diese Autohypnose geredet. Stunt not related to Liam's suicide. Warte mal, wo war ich stehen geblieben? Faced out. Das ergibt ja jetzt auch nicht so wirklich Sinn. Mann. Nö. Da haben wir das Vandalize. Doesn't know why Lisa wrote Devil Worshippers. Naja.
Deswegen? Schade. Hätte ja sein können. Aber... Aber was mich jetzt wundert, ist Ask for a Refund, aber die haben angeboten, hier sowas zu bezahlen. Aber ist auch keine Contradiction. Mann! Jetzt stehe ich echt auf den Schlauch. Hatte ich das gerade schon? Nee, ne? Nee, okay. Mann. Das ist auch keine... Contradiction. Ach, ich habe keine Ahnung. Be back later on, if that's okay. Okay. Krieg ich noch einen Text? Okay, jetzt würde ich gerne wissen, wie man cheatet. Cheat! Okay. Klappt leider nicht. Können wir nochmal... press here 7 times to see a sheet. Okay. Clue 4. The chief wasn't convinced that auto-hypnosis isn't dangerous and suggested looking into it further. Okay. Also müssen wir uns doch an diesem Auto-Hypnose-Dingen da aufhalten. Okay, komm, wir versuchen das nochmal. Okay, Auto-Hypnose. Da haben wir ja hier... So. Claims auto-hypnosis not a major part of the course. Students aren't coerced, cursed or bribed in any way. Auto-hypnosis techniques are being phased out. Believes auto-hypnosis doesn't really work. So. Alice, do you use some incident problem and introduce aptitude test? Okay, also ich sehe da keinen. Ich sehe da leider keine Contradiction. Als einzige so, und weil es phased out, hat er ja gesagt. Hier, warte, da hat er ja gesagt, das wegen phased out. Nee, ich hab's mir schon gedacht. Gut, pass auf, dann fragen wir einfach mal die anderen. Was war das? Warum habe ich da ein Ausrufezeichen gekriegt? Was war das? Was war das? Was war das? Ich würde das gerne wissen. Na gut. Wir gehen mal... Komm, wir fragen mal Paul. Ob der... Autohypnose. Eigentlich hat ja Simon uns sehr viel über Autohypnosis erzählt, ne? Wir fragen mal Paul. Was hat der denn nochmal über Autohypnosis gesagt? Autohypnosis not used on the course anymore. Impossible to be hurt or damaged by hypnosis. Not possible to force students to be hypnotized. Also es ergibt jetzt nicht so unbedingt Sinn, aber Paul said Lisa was disturbed by the techniques used on the course. Aber die wird ja gar nicht mehr auf dem Kurs benutzt. Ergibt's nicht so wirklich Sinn, weil es gibt ja noch andere Techniques. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber, oder so. Aha. So nobody has ever been affected by auto-hypnosis, except Lisa. Hypnosis wasn't the problem, Inspector. Lisa was the problem with Lisa. That's why we introduced the test. But the hypnosis was the trigger, wasn't it? Lisa arrived on the course believing we were all devil worshippers. She was nuts to start with. We didn't make her like that. Well, as far as I can tell, Paul, you've had one student accuse you of devil worship and 2 others commit suicide. Some of your students aren't having a very good time on this course, are they? Nonsense. Kate was enjoying every minute of it. She couldn't get enough of it. Really? She was full of the joys of life. Bubbly, confident, flirty. With who? You mean with whom? With whom? Pretty much everybody. Including me, as I remember. Oh God. Really? And, did you respond? I don't get into relationships with students, Inspector. Company policy. It's not professional. Interesting admission that Kate flirted with him. There's no way Paul would have turned down an opportunity like that. Okay. Nächste Stufe, okay. Also, Ja, wo haben wir denn jetzt nochmal... Wo war das?
Der hat versucht, Emma zu daten. Jetzt verstehe ich natürlich nicht, warum der jetzt plötzlich... Warte mal, wo war denn das? Avoids relationships with students. Once tried to date Emma. Das ist eine Contradiction, oder nicht? Yes, sir. Woo! So you avoid relationships with students, except for Emma, who you tried to date. Oh, come on, Inspector. That was a long time ago. And what about Kate Vine? Did you try to date her or not? Oh, don't be so ridiculous, Inspector. Kate was an exceptionally clever girl. She knew exactly what she wanted, and she knew how to get it. You mean that Kate approached you? It wouldn't surprise me if she was playing everyone in the group. Kate had more enemies than you'd think. She was a very, very manipulative young woman. Brainfuck, warum... Was, 10 wow. o'clock, it's getting late. I'm gonna have to pick up the pace if I'm gonna solve this by midnight. Okay. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Also... Kate Vine ist also eigentlich ein ziemliches Arschloch gewesen, so wie es scheint. Ich meine, wir haben ja schon von Emma gehört, dass sie Emma ja erpresst haben soll, weil sie ja eine Affäre mit Ryan hatte, Schrägstrich, keine Ahnung, was da jetzt noch so läuft. Und da habe ich mich schon gewundert, dass sie sowas tut, wenn die doch so ein netter Mensch ist und so lebenslustig und bla. Aber wenn die natürlich so manipulative Bitch ist, keine Ahnung. Aber dann hat sie wahrscheinlich sehr viele Feinde. Wenn es denn stimmt, was Paul sagt. Wobei ich ja immer noch glaube, dass Paul der Böse ist, ja. Okay, aber in der nächsten Folge werden wir uns hier nochmal umgucken. Wir haben ja Fortschritt gemacht. Bei wie viel Prozent sind wir denn jetzt eigentlich? Guck mal, bei 63%. Und dann werden wir herausfinden, was denn hier so noch passiert. Und wer jetzt letzten Endes wirklich der Bösewicht ist. Wir sehen uns. Ciao.